Im dritten und letzten Teil unserer NX Food Reportage geht es um eine weitere Innovation. Mit der sind Gastrokunden der Metro in der Lage, frische Kräuter für ihre Gerichte selbst und vor Ort zu produzieren. Das Ganze nennt sich Vertical Farming und wie diese vertikale Landwirtschaft in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar hier im Restaurant Weilands. Was ist denn das gastronomische Konzept des Weilands, Marian? Eigentlich ganz einfach. Wir haben damals wie heute einen gültigen Leitspruch, der heißt, entweder wir machen Leckeres gesund oder wir machen Gesundes lecker. Und nach der Richtlinie werden bei uns alle Produkte entwickelt, alle Gerichte. Ich mag gutes Essen, ich mag gute Restaurants und na klar war dann irgendwo auch der Wunsch da, zumal auch mit Freunden, halt so ein Konzept halt ins Leben zu rufen und umzusetzen. Vertical Farming spielt ja hier im Weilands eine große Rolle. Man sieht die Naturvia-Vitrinen hinter uns. Erklär doch mal konkret, wie nutzt ihr Naturvia hier bei euch? Naturvia nutzen wir in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es in der Tat so, dass wir haben jetzt ganz konkret sehr, sehr viel Basilikum im Schrank und Friso nutzt es, um zum Beispiel Basilikumpesto zu machen, was zum Beispiel bei Tages- oder Wochengerichten dann Verwendung findet. Ansonsten hat es natürlich einen sehr dekorativen Zweck, sieht toll aus. Es ist ein toller Gesprächsöffner. Gäste stehen davor, wollen wissen, was ist es, was kann es, was macht es, wo kommt es her. Und es zahlt natürlich sehr auf unser sogenanntes Markenprofil ein, weil es ist eine sehr innovative Geschichte, es ist intelligente Technologie, es ist gesund und es sieht super aus. Und von daher ist es einfach eine Geschichte gewesen, die von Anfang an super zu uns gepasst hat. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit zwischen Hospitality Digital bzw. NX Food und dem Weilands? Hospitality Digital ist irgendwann auf uns gestoßen, hat angefragt, ob wir an gewissen digitalen Lösungen Interesse haben. Und die würden die uns quasi kostenfrei als Testpilot zur Verfügung stellen. Und so ist halt mehr und mehr Zusammenarbeit entstanden. Und eines Tages kamen sie halt mit dem Naturvia-Thema um die Ecke und da haben wir sofort gespürt, ja, das ist was, wollen wir haben. Und auch jetzt ist es immer noch so, dass sie uns neue Themen vorschlagen und nicht alle können wir nutzen, aber sehr viele positive Anschlüsse sind dabei. Das Beste am Vertical Farming ist, davon profitieren nicht nur die Gastronomen, sondern vor allem auch deren Gäste. Ja, wir sind zurück aus Berlin mit vielen Eindrücken zum Thema NX Food. Fabio, was sind eigentlich eure nächsten Schritte? Ja, unsere nächsten Schritte für 2019 sind natürlich, NX Food zu einer größeren und internationalen Plattform zu machen, die es ermöglicht, neue Partner mit neuen Foodlösungen zusammenzubringen. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich auf neue Partner, die auf die Plattform raufkommen, neue Vertriebspartner, aber natürlich auch um viele neue Startups, die wir jetzt auf die Plattform holen werden. Ja, dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, wir stoßen hier noch an auf ein Jahr NX Food und das machen wir mit diesem alkoholfreien Sekt und mit diesem Fleisch-Gemüse-Smoothie. Wir sagen euch vielen Dank fürs Zuschauen, Prost und bis bald.